Man kann es auf jeden Fall an einen Vorgesetzten, also einem Vorgesetzten mitteilen, der aber Personalverantwortung hat. Das sollte ausreichen. Jetzt folgt die dritte und eher allgemeinere Frage, und zwar, wann ist der beste Zeitpunkt während des Arbeitsverhältnisses, den Arbeitgeber über die Schwangerschaft zu informieren? Also wir nehmen an, wir sind nicht mehr in der Probezeit, allgemein. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zu der Frage zuvor. Also das ist genauso wie während der Probezeit. Also es verhält sich genauso. Deswegen würde ich auf die Antwort davor verweisen einfach. Alles gut. Also je schneller, desto besser. Oder wenn man sicher über die Schwangerschaft ist, kann man oder sollte man den Arbeitgeber darüber informieren. Und jetzt folgt die letzte und vierte Frage. An wen soll sich die schwangere Frau zuerst wenden, um über die Schwangerschaft zu berichten oder zu informieren? An den Vorgesetzten oder an die Personalabteilung? In dem Paragraphen 15 Mutterschutzgesetzes steht es drin, dass man das dem Arbeitgeber sagen soll. Hier geht die Frage konkret in die Richtung, ob das jetzt Vorgesetzte oder Personalabteilung sein soll. Ja, an wen soll man sich wenden? Wer ist da die zuverlässigste Person, wenn zum Beispiel man nicht das beste Verhältnis zu dem Chef hat? Ja. Man kann es auf jeden Fall an einen Vorgesetzten, also einem Vorgesetzten mitteilen, der aber Personalverantwortung hat. Das sollte ausreichen. Man kann auch tatsächlich sich an die Personalabteilung einfach wenden, weil die sowieso für die die Personalverantwortung haben. Und man kann auch einfach an einen Vertreter des Arbeitgebers herantreten und demjenigen oder derjenigen das mitteilen. Okay. Genau. Wer wäre das jetzt in diesem Fall? Wer wäre noch ein dritter Vertreter des Arbeitgebers? Ja, das wird sich wahrscheinlich aus den Strukturen ergeben des Betriebes, wenn da irgendwelche... Ein Projektmanager? Genau, Geschäftsführer, ich weiß es nicht. Ja, das hängt ein bisschen so von den Umständen ab, immer, an wen man sich wendet. Bei kleineren Betrieben ist es einfacher, diese Person festzustellen. Bei größeren ist es vielleicht schwieriger, wenn man nicht sicher ist, sollte man vielleicht eventuell nach dem persönlichen Gespräch nochmal so eine offizielle schriftliche Mitteilung aufsetzen und die einfach auch einreichen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also Schriftlichkeit ist immer okay, das ist ein wichtiger Punkt. Also dann nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich mitteilen. Genau. Vielen Dank, Agnieszka, für deine Zeit und für deinen Beitrag zur Informierung der rumänischen und moldawischen Community in Berlin. Wir verabschieden uns jetzt und wünschen euch eine gute Zeit in Berlin.